Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. In diesem heutigen Video möchte ich euch Folgendes vorstellen. Ich habe die ersten 3 Figuren der neuen Wave 6 der Masters of the Universe Origins bekommen. Zudem habe ich noch 2 Geschenke bekommen, die ich natürlich nachreichen möchte. Ja Leute, die Masters of the Universe Origins Wave 6 trudelt so langsam hier in Deutschland ein und ich konnte mir jetzt auch die ersten 3 Figuren sichern. Ja, 2 Stück davon habe ich ja auf der Los Amigos bekommen von Time for Action Toys. Wenn ihr das Video nicht kennt, ja, ich habe natürlich ein Video gemacht, dann blende ich das hier oben nochmal ein, könnt ihr euch nochmal anschauen, was ich dann noch so alles gefunden habe. Und ich möchte jetzt eigentlich direkt losgehen mit der ersten der 3 Figuren, möchte euch die kurz vorstellen und meinen Eindruck dazu vermitteln. Ja, die erste Figur, die ich euch vorstellen möchte, ist ein alter Bekannter, den es auch in der Vintage-Reihe in den 80ern halt gab und genau in diesem Design rauskam. Und ich muss sagen, der packt mich hier sowas. Ja, das war früher schon eine meiner Lieblingsfiguren, habe ich leider auch nie gehabt. Ja, aber mein bester Kumpel damals, der Lutz, Grüße an dich, wenn du das hier schaust, der hat die Figur gehabt und das war immer ein Highlight von mir. Und zwar handelt es sich um den Webstore, den Spinnenmenschen. Ja, finde ich richtig toll. Die Figur sieht eigentlich wieder, ich kann es nur wiederholen, immer 1:1 aus wie die Vintage-Figur. Ja, ich habe den jetzt als Vintage nicht bei mir. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich glaube, der hier ist ein bisschen dunkler von dem Blau. Das Blau ist hier ein bisschen kräftiger, aber das ist nur meine persönliche Meinung jetzt. Ja, ich habe den Webstore schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Aber es ist dieselbe Figur, die es in den 80ern gab. Er hat hinten seinen Rucksack, wo das Seil drin ist mit dem Haken. Ja, finde ich richtig, richtig klasse. Auch das Kartendesign natürlich wieder einheitlich bei den Origins-Figuren. Ja, das alte, auf alt gemachte Cardback mit dem Masters of the Universe Logo. Ja, es ist die europäische Karte, wie immer, die ich auch sammle. Das heißt, ich habe hier nur den Namen der Figur und nicht den Untertitel quasi hier stehen. Ja, auch dieses New for 21 oder 22, was jetzt schon die nächsten Figuren halt hat, ist hier auch nicht drauf. Aber das macht mir nichts. Ja, auch dass das Comic keine Sprechblasen hat oder keine Texte hat. Ja, ich packe es hier nicht aus. Von daher ist mir das auch egal. Sein Blaster, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, sein Blaster, seinen Orangen hat er natürlich auch dabei. Also wie gesagt, eine 1:1 Kopie, bis natürlich auf die neuen Gelenke, die er hat von der Vintage-Figur. Und das Cardback auf der Rückseite spoilert auch schon wieder oder teasert auch schon wieder die nächste Figur an, die in der Wave 7 erscheint. Das ist mittlerweile auch schon alles draußen, das heißt, beziehungsweise ist es geleakt und die Figuren sind ja schon im südamerikanischen Raum oder in Amerika und so weiter schon im Handel. Das heißt, die bekommt ihr schon nach und nach. Das wird auch nicht mehr so lange dauern, bis die bei uns kommen. Und zwar seht ihr hier, Webstore kämpft gegen He-Man, den haben wir ja schon, und gegen Buzz-Off, den Herrn der Wespen. Und das ist die nächste Figur, wie gesagt, aus der Wave 7 schon wieder eine, die hier auf dem Cardback vorhanden ist. Ja, unten seht ihr noch natürlich Skeletor und He-Man mit dem Vintage-Head. Ja, wenn ich das richtig sehe, ja, es ist der Vintage-Head. Und dann haben wir halt, wie gesagt, den Beastman, sage ich schon, genau, den Webstore, den Lords of Power Beastman, ja, die Eternian Goddess und den Stinkor. Ja, das ist also quasi die Wave 6. Ja, wenn man die 2 He-Man und Skeletor mal abzieht, ja, ich weiß nicht genau, wo die halt reingehören, aber es sind wieder 4 Figuren, 4 neue Figuren und die werde ich mir natürlich alle holen. Den Webstore, muss ich sagen, gefällt mir so gut, ja, dass ich hier auch schon bald wieder in der Versuchung bin, mir eine zweite zu holen, um den auszupacken. Ja, ich muss mich noch beherrschen, sonst wird das halt alles hier viel zu voll bei mir im Zimmer. Aber so auf der Karte auf jeden Fall ein absoluter Hingucker und der Webstore ist für mich eine klare 1. Ja, die zweite Figur, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist eine Figur, die es damals nicht in der Vintage-Reihe gab, die zwar produziert wurde oder zumindest halt Abgüsse gemacht wurde, aber die nie erschienen ist, weil es dann halt nochmal alles umgemodelt wurde. Und natürlich wisst ihr es jetzt schon, es geht um den Beastman und zwar um den Lords of Power Beastman. Den zeige ich euch einfach mal jetzt hier in die Kamera. Ja, Lords of Power, da ist ja auch schon der Merman aus der letzten Wave draußen, den ich ja auch schon vorgestellt habe. Ja, und die Lords of Power, das war ja der Name, der nach vielen Namensänderungen halt der Name für die Toyline sein sollte, der dann auch aber nochmal umgeworfen wurde, weil es halt vielen zu religiös war. Ja, und die Konzeptfiguren gab es schon, so hat halt der Beastman da ausgesehen und dann wurde das nochmal umgemodelt, die Figuren wurden
so genannt, wie wir sie jetzt heutzutage auch noch kennen, sprich Masters of the Universe. Und der Beastman wurde nochmal redesigned und kam dann halt auch so raus, ja, wie wir ihn jetzt halt kennen und lieben gelernt haben. Und das ist halt, wie gesagt, dann jetzt die Figur, wie er ursprünglich erscheinen sollte. Ich finde ihn auch richtig toll, ja, und ich war am Anfang halt so ein bisschen skeptisch, ob ich mir diese Lords of Power Varianten holen sollte, weil meine Intention war halt immer bei den Origins, dass es halt Origin-Figuren sind, also sprich halt Figuren, die es damals als Vintage-Variante gab und keine Varianten oder sowas, die jetzt neu dazukommen. Aber ich habe die Figuren jetzt in Händen gehalten und sagte, das ist so geil, die brauche ich auch, die finde ich total klasse und ich finde es mittlerweile auch sogar toll, dass Mattel in die Origins-Reihe Figuren reinpackt, die es damals nicht gab. Ja, ich finde es richtig klasse und es macht auch richtig was her. Und auch wieder das Cardback, ich glaube, das ist ja von dem Alex Jimenez oder wie er heißt, gemacht worden. Wie alle anderen auch, gezeichnet worden und das ist einfach grandios. Ja. Beastman und He-Man gehen auf Konfrontationskurs und das sieht richtig toll aus, das Bild. Ja. Also der Beastman macht richtig was her, ja, ist richtig bullig, ist richtig groß und auch hier die Figuren, die wieder angezeigt werden, sind dieselben wie natürlich auch auf der Webstore-Karte. Ja, Beastman, seht ihr halt hier die Moves, die er machen kann. Also es ist jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Ja, also die Hüfte dreht sich, die Arme kann er heben, das ist toll. Ja, und er hat auch seine Rüstung natürlich dabei. Und was ich nicht weiß ist, wenn ich glaube, er hat keine Peitsche dabei. Ja, ich glaube, die Peitsche hat wirklich nur die Vintage-Figur. Ich sehe hier auch keine, auf dem Bild ist keine. Ja, also Peitsche wird er nicht dabei haben, aber das ist mir auch Latte. Wie gesagt, ich packe ihn nicht aus. Ich lasse ihn so in der Karte und so wandert er in meine Sammlung. Auch der ist mittlerweile, wenn ich am Anfang skeptisch war, für mich eigentlich eine klare 1. Ich finde den total geil. Wahnsinn. Ja, und die dritte Figur aus der Reihe, wie gesagt, es gibt 4, aber ich habe bisher nur 3. Die dritte Figur ist auch eine Figur, die es damals nicht gab, die nicht als Toy rausgekommen ist, die aber ja sogar in den ersten Minicomics dabei war. Und ich zeige es euch einfach mal so unverblümt in die Kamera. Das ist die Eternian Goddess. Ja, auch unter der Bezeichnung Green Goddess hier und da bekannt. Ja, das ist quasi als Figur einfach ein Repaint von der Teela, von der normalen Standard-Teela, ja, in grün. Ja, ich finde die Figur richtig toll. Ich habe mich damals immer gewundert, also als kleiner Steppke halt, wieso es diese Figur nicht gab, weil die war doch in meinem Comic drin. Und hier habe ich ihn nochmal, die Vorder- und Rückseite fehlen leider. Ja, das ist noch mein Original-Comic von früher. Und da seht ihr auch hier die Green Goddess. Ja, und auf der anderen Seite seht ihr es noch besser. Das ist wirklich der Comic-Club von Anfang. Wie gesagt, das ist einer der ersten oder sogar der erste Mini-Comic, wo He-Man aus den Wäldern von seinem Stamm kommt. Ja, und die Green Goddess ihn quasi ruft. Sie wird hier nicht namentlich erwähnt. Aber hier steht, wenn ich das kurz mal vorlesen kann, die sind ja immer unten, dann immer ein Bild und dann unten drunter der Text dazu gewesen damals. Ja, und zwar He-Man zögerte keine Sekunde, bla 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 bla. Bla 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 bla. Doch das ist eine Zauberin erkennt He-Man. Sie beschwört den Drachen, hüllt ihn in Kraftströme vergebens. Bla bla bla. Also wird als Zauberin bezeichnet. Und dann auf der zweiten Seite hier steht noch, du bist sehr mutig, sagt die Zauberin. Die Herrin des Tempels, denkt He-Man. Er kennt ihre Stimme ja aus seinem Traum. Ja, ich habe dich gerufen, He-Man. Die Masters, die Giganten des Universums, nehmen dich in ihre Runde auf. Du hast den Mut und die Kraft, Eternia gegen alle böse Mächte zu verteidigen. Jetzt kommt's, im Tempel übergibt die Priesterin, jetzt ist es keine Zauberin mehr, sondern eine Priesterin, He-Man die legendären Waffen der alten Magier. Ich habe sie lange bewacht, jetzt sind sie dein. Setze sie zum Schutz unseres Planeten. Setze sie ein zum Schutz unseres Planeten. Also hier in dem Comic wird sie als Zauberin, als Priesterin tituliert. Ja, einen Namen gab es da noch nicht von ihr. Ja, und wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos schaut, ich bin kein Motu-Experte, was es da für 5000 verschiedene Charaktere gab, wer in Filmation irgendwo am Rand mal aufgetaucht ist und so weiter. Ich habe mich fokussiert oder ich kenne die Masters aus den Hörspielen vor allem. Ja, das ist mein absolutes Highlight von früher gewesen und halt die Actionfiguren und die dazugehörigen Comics. Ja, also
wenn es noch eine andere Hintergrundgeschichte gibt, mit Sicherheit gibt es von der Green Goddess oder Eternian Goddess mittlerweile zig verschiedene Origin Stories oder so, ja. Aber meine ist halt die aus dem ersten Minicomic. Alles, was danach kam, ist schön, aber das ist so meins hier. Und deswegen gefällt mir die auch so gut. Ja, ich habe eben schon bei dem Lords of Power Beastman gesagt, am Anfang war ich nicht so angetan, dass Varianten rauskommen. Jetzt finde ich es richtig toll, dass sogar Figuren rauskommen, die es früher schon gab, auch wenn es nur auf Papier war, und die jetzt neu rauskommen in dieser Origins-Line, im gleichen Design, auf der gleichen Karte. Ich finde es grandios, ich finde es mega, und zum Schluss, nicht vorenthalten, möchte ich natürlich euch auch das Bild hier hinten, das Artwork wieder. Ja, da seht ihr He-Man auch noch ohne Rüstung etc. Ja, die Green Goddess, die halt, oder Eternian Goddess, die halt gegen Skeletor kämpft, ihm das Schwert aus der Hand zieht, gehe ich von aus. Ja, und sie hat halt ihren Schlangenstab, das Schild dabei, also genauso 1:1 Replika von der Teela. Ja, finde ich richtig, richtig klasse. Und das ist auch ein absoluter Favorit von mir. Ja, ich finde diese Farbe so geil. Das ist so dieses Grün und das Rot. Das hebt sich so ab. Ich finde das halt echt klasse. Das macht echt Spaß. Ja, danke Mattel dafür. Finde ich richtig toll. Wahnsinn. Ja, die 4. Figur habe ich noch nicht bekommen. Zu dieser Figur werde ich aber ein eigenes Video nochmal drehen, denn ich habe sie eben schon gezeigt. Die 4. Figur ist natürlich, da der Stinkor. Ja, und der Stinkor, Leute, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon alle, aber ich sage es trotzdem nochmal, der Stinkor stinkt oder soll wirklich stinken. Ja, und das ist der Grund dafür, wieso ich ein eigenes Video mache, denn ich möchte 2 Figuren von ihm haben. Das ist eine Figur der wenigen, der ganz, ganz wenigen, die ich auspacken werde. Ja, weil ich möchte gucken oder möchte riechen, wie er riecht. Ja, das heißt, ich hole mir einen, den packe ich zu meinen OVPs ins Regal, und einen, den packe ich aus. Das werde ich auch vor der Kamera machen, damit ihr auch die erste Reaktion von mir seht, wie ich finde, wie er denn riecht. Also da kommt noch das Video, sobald ich die Figur habe. Jetzt möchte ich euch noch 2 Sachen zeigen, die ich jetzt noch nachträglich, beziehungsweise nicht nachträglich, sondern die ich bekommen habe. Eine Sache auf der Los Amigos. Ja, da blende ich euch auch nochmal das Video ein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, über meine Funde. Und ich muss sagen, ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen. Ja, und zwar war die unten in meiner Tasche drin. Ja, ich habe die Tasche ausgeräumt, habe das irgendwie übersehen, habe dann mein Video gedreht über meine Funde. Ja, und dann ist es mir aufgefallen, beziehungsweise der Volker, von dem ich die Sachen habe, hat mich auch nochmal im Video drauf angeschrieben, in den Kommentaren. Ja, und hat gesagt, hier, du hast da was vergessen. Ja, Volker, tut mir leid, war keine Absicht. Er hat mir vorher schon mal geschrieben vor der Los Amigos und hat gesagt, ich würde dir gerne was mitbringen. Und da bin ich ja immer, ich finde das immer Wahnsinn, ja, dass ihr mir was schenken wollt oder mir was vorbeibringt, ja, wo ihr denkt, das könnte mir gefallen. Ja, und er hat gesagt, hier, ich war auf dem Flohmarkt, habe was auf dem Flohmarkt gefunden, habe sofort an dich gedacht, dachte, das gefällt dir und ich möchte dir eine Freude machen, möchte dir das schenken. Und er hat mir mitgebracht Videokassetten. Und zwar die Masters, ganz genau, oh Gottes Willen, es ist noch früh. Die Star Wars Trilogie auf VHS, ja, Krieg der Sterne, noch das Krieg der Sterne und nicht Star Wars draufstehen vom ersten Teil, finde ich mega klasse. Ja, der Krieg der Sterne geht weiter, nämlich das Imperium schlägt zurück. Und natürlich der Abschluss, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Filme sind alle 3 von 1995, ja, da sind sie nochmal remastert worden, steht ja hier unten. Digitally mastered für höchste Ton- und Bildqualität in THX. Ja, inwieweit das halt auf VHS möglich ist, bezweifle ich, ja, aber ich finde es richtig klasse. Ja, die haben auch so ein bisschen so einen kleinen Hologramm-Logo, wenn man das sieht. Ja, die Schrift ist so ein bisschen metallisch. Ich finde es richtig toll, Volker, und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir für die Videos bedanken. Vielen Dank. Ja, und das Zweite, was ich jetzt bekommen habe, ja, habe ich per Post bekommen, nachdem, jetzt weiß ich auch die Namen, ich habe es auch schon in meinem Video erwähnt, und zwar, ich habe hier auch den Zettel, wenn ihr das noch kennt aus meinem Los Amigos Funde-Video, motosales.de. Ja, ich habe hier einen schönen Brief bekommen, ja, und zwar der Björn und die Selina, die haben mich auf der Los Amigos besucht und haben gesagt, hier, wir finden es klasse, dich mal live zu treffen und sowas, wir möchten dir was geben. Ich habe eigentlich, da hat der Björn dann gemeint, ich habe eigentlich was für dich
wollte ich was einpacken und mitbringen, das habe ich vergessen. Deswegen hat er mir dann halt, in Anführungsstrichen nur, aber das ist ja vollkommen okay, das hätte mir vollkommen gereicht, halt seinen Sticker gegeben, ja, mit der motosales.de Adresse, ja, und hinten dem Zauberschwert drauf, ja, also sprich, sie machen Repros für für Vintage-Figuren, haben auch einen kleinen Shop, wo sie auch Figuren verkaufen, aber hauptsächlich halt Repros machen, ja, also wenn ihr irgendwas braucht, wenn euch irgendwas fehlt und euch das Ersatzteil zu teuer ist, ja, wenn ihr es Vintage kaufen wollt, ja, guckt mal hier auf der Seite oder schreibt sie mal an, ja, da könnt ihr mit Sicherheit was machen. Und wie gesagt, sie haben mir hier einen kleinen Brief geschrieben, das möchte ich nochmal kurz vorlesen. Hallo Frank, war schön, dich auf der Los Amigos zu treffen und ein wenig zu quatschen und nicht immer nur auf dem Bildschirm. Ja, das ist halt das Blöde, ja, aber wenigstens geht das. Ich hatte dir ein kleines Geschenk zum 700er Abo versprochen. Vielen Dank. Mach weiter so mit deinen Videos und bleib dir treu. Daumen hoch. Ich werde es versuchen, ja, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich hoffe, es ist heil angekommen und gefällt dir. Für die von uns, die die Exclusives für Grayskull nicht bekommen konnten. Björn, wir wünschen dir alles Gute, viele Grüße, Björn und Selina von moto-sales.de. Finde ich richtig toll, ja, und die Anspielung auf die Exclusives, das war natürlich auf die PowerCon Exclusives, beziehungsweise auf die Mattel Creation Sachen, die da bestellbar waren, und zwar wurde ja der Geist von Castle Grayskull halt auch von Mattel offiziell dort verkauft, ja, und was soll ich sagen, es gibt auch einen Geist von Castle Grayskull, ja, von dem Björn und von der Selina, und den haben sie mir zugeschickt. Ich finde es richtig klasse, ja, ich finde es richtig toll aus dem 3D-Druck, ja, einfach so mir geschickt, mir geschenkt. Ich finde es Wahnsinn, ich bin da wie immer sprachlos, ja. Hier unten ist so eine kleine Platte, das heißt, ich kann den hier reinschieben und dann stelle ich den auf und dann kann ich den halt oben auf meine Burgmauern stellen, ja, und dann habe ich halt auch den Geist von Castle Grayskull, und das Geile ist, der ist fluoreszierend, das heißt, der leuchtet auch nachts, ja, genauso kann ich neben den Scarecrow stellen, ja, und mache mir hier eine Geisterstunde, finde ich richtig toll, Leute, ja, vielen Dank. Zusätzlich war noch dieses Teil hier dabei, das erinnert mich an den Warrior Ring, ja, es erinnert mich an den Warrior Ring. Wenn man das sieht, das Bild ist das gleiche oben drauf, ist aber kein Ring hinten drauf. Ja, das ist so eine Metallplatte in eine Münze, denke ich. Ja, das wird auf jeden Fall dazu gelegt, zu dem Geist. Ich finde es richtig klasse, und was soll ich sagen, Björn und Selina, vielen Dank dafür, ich finde es mega, ja. Ja Leute, das soll es für dieses Video gewesen sein. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn euch das Video gefallen hat, für einen Daumen hoch. Ja, das erhöht nochmal die Reichweite und das hilft meinem Kanal halt weiter zu wachsen. Ja, genauso natürlich, wenn ihr kein Abonnent seid, freue ich mich wie immer, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, aktiviert die Glocke und verpasst somit kein weiteres Video mehr von mir. Das soll es gewesen sein. Ich drücke euch alle Daumen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr gesund durch den Winter kommt. Das nächste Video kommt natürlich kurzfristig. Ja, ja, und in diesem Sinne, macht's gut, euer Retro Rauner.